Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung meines Post-Production-Plugins für Maya Mental Ray. Mein Name ist Peter Salziger und ich möchte mich im Vorhinein schon für Ihr Interesse an meiner Entwicklung bedanken. Worum geht es heute? Es geht um Post-Production und Integration von Post-Production in Autodesk Maya. Sicherlich ist Ihnen die Notwendigkeit von Post-Production bekannt. Ich habe hier einmal eine Szene aus einem Kurzfilmprojekt von mir vorbereitet. Wenn ich das Ganze rendere, sieht das so aus. Und nicht selten ist es der Fall, dass mir die Farbgebung des Filmes noch nicht gefällt. Also überführe ich das Bildmaterial in eine Post-Production-Applikation, zum Beispiel in Adobe After Effects. Oft ist es so, dass ich ein schnelles Preview meiner Arbeit sehen möchte, dass ich schon mal sehen möchte, wie sieht das finale Ergebnis aus. Folglich müsste ich dieses gerenderte Bild erst einmal speichern. Dann würde ich Adobe After Effects starten, das habe ich hier im Hintergrund schon einmal gemacht. Das Bild dann importieren, das Ganze in eine neue Komposition verfrachten und dann hier jetzt beginnen, die Filter für die Farbgebung hinzuzufügen. Ich nehme hier mal Hue and Saturation. Dann würde ich in After Effects klar, die Saturation oder auch die Farbgebung an sich ändern. Dieser Prozess ist meiner Meinung nach etwas umständlich. Wäre es nicht schön, das alles schon in Maya integriert zu haben? Weil rendere ich jetzt eine andere Kameraperspektive, würde ich wieder von neuem beginnen. Ich würde das Bild wieder speichern in After Effects oder zum Beispiel auch in Photoshop integrieren und dort meine Post-Production machen. Ich bin der Meinung, dieser Prozess des Dateien hin und her schiebens in Fremdsoftware könnte man sich sparen. Ein anderes Beispiel ist, in allen Filmproduktionen wird der Depth-of-Field-Effekt benutzt. Dieser Effekt, der ist in Mental Ray unheimlich langwierig zu rendern. Hier wird sowieso immer das Bild in eine Post-Production-Umgebung gespeichert, dort geöffnet und dort wird der Depth-of-Field-Filter angewendet. Oft muss man dafür aber noch eine Tiefenmap herausrendern, das Ganze zum Beispiel in After Effects vorbereiten. Das ist alles viel Zeit, die verloren geht. Wäre es nicht schön, wenn man das in Maya direkt live einstellen könnte? Ein anderes Szenario beschäftigt sich mit der Lehre, zum Beispiel Studenten, die Maya lernen, Animationen machen und kurze Renderings machen. Es bleibt oft nicht die Zeit dafür übrig, zum Beispiel noch Adobe After Effects zu lernen. Diese kleinen Renderings der Studenten werden meistens unbearbeitet dann als Filmdatei gespeichert, weil, wie gesagt, die Zeit dann nicht dafür vorhanden ist, noch After Effects zu lernen. So ein Kurs im Studium beschäftigt sich hauptsächlich mit Maya an sich, nicht mit der Post-Production. Auch hier wieder die Frage, wäre es nicht schön, wenn es hier ein paar 2D-Bildalgorithmen gäbe, um seinem kurzen Filmprojekt den finalen Look zu geben. Ja, genau mit diesem Thema beschäftige ich mich. Ich habe hierfür ein Plugin entwickelt, was Post-Production in Maya integrieren soll. Das möchte ich Ihnen jetzt hier einmal vorstellen. Der Vorteil ist, ich drücke hier ich öffne das Plugin und ich wähle zuerst aus, welche Kamera ich bearbeiten möchte. Das sieht man hier unten, das ist der Cut i5, den wähle ich einmal aus. Was dann nur einmal wichtig ist, dass das Bild gerendert wird. Dieser Prozess, dass das Bild einmalig gerendert wird, diesen kann man nicht umgehen. Das macht man ja sowieso auch, wenn man das Bildmaterial in After Effects einbinden möchte. Das Rendering dauert jetzt natürlich bei einer etwas komplexeren Szene länger. Deswegen überspringe ich das Ganze einmal kurz. So, das
einmalige Rendering ist jetzt fertig. Wie Sie hier sehen, hat das Ganze 5 Minuten gedauert. Nachdem das einmal gerendert ist, kann ich jetzt anfangen, mit meinem Plugin zu arbeiten. Dafür habe ich 3 Effekte schon mal vorbereitet. Das ist der Color Balance und der Hue and Saturation Effekt. Diese sind ganz gut, wenn man ein bisschen die Farben optimieren möchte, dem Ganzen einen finalen Look verpassen möchte. Ich wähle jetzt einfach mal den Hue and Saturation Effekt an und drücke Add und sehe schon, dass ich hier die üblichen Einstellungen habe, so wie man sie aus Photoshop und After Effects kennt. Und ich kann jetzt einfach anfangen, mein Bild zu optimieren. Ich nehme zum Beispiel die Sättigung raus oder ich mache sie stärker. Ich verändere ein bisschen die Farbgebung, mache das Bild heller oder etwas dunkler. Und zwar genauso, wie man es aus Post-Production-Programmen kennt. Ich erhalte sofortige Rückmeldungen über die Filteränderungen, die ich vornehme. Das Ganze kann ich wie in Photoshop und After Effects auch colorisen, also ich kann das Bild blau machen, die Sättigung weiter rausnehmen, das verstärken. Diesen Effekt lösche ich einmal und zeige Ihnen den nächsten, den Color Balance Effekt, auch so wie man ihn aus Photoshop kennt. Ich kann den Rotanteil des Bildes verändern, den Grünanteil, auch den Blauanteil. Jeden Effekt kann man auf inaktiv setzen, dann bekommt man nämlich wieder das ursprüngliche gerenderte Bild und kann das Ganze natürlich auch wieder aktiv setzen. Dann kommen wir zu einem aufwendigeren Filter, der Tiefenschärfenfilter, Depth of Field. Hier müsste man relativ viel Aufwand betreiben, das in After Effects einzustellen. Man müsste eine Tiefenmap errechnen bzw. herausrendern. Dann hat man verschiedene Dateien, die man korrekt in After Effects importieren muss und so weiter. Mit diesem Depth of Field Effekt von mir drückt man einfach nur einmal auf Add und stellt hier diesen Aperture-Wert, die imaginäre Blende ein. Das mache ich mal zum Beispiel auf die Zahl 1,3 und ich sehe schon sofort, ich habe jetzt hier den Aschenbecher im Fokus. Der hat eine Distanz von 10 Maya-Einheiten. Ich kann jetzt natürlich auch den Barkeeper in den Fokus setzen. Dieser hat eine Distanz von 17,5 und erhalte jetzt den Barkeeper scharf, den Aschenbecher und den Hintergrund unscharf. Genauso gut kann ich diesen schlafenden Menschen hier hinten in den Fokus setzen. Der hat eine Entfernung von 28 Maya-Einheiten und bekomme den Vordergrund unscharf. Das sind alles Sachen, die sehr schnell funktionieren. Ich mache nochmal den Aschenbecher auf scharf, den Hintergrund unscharf und kann natürlich jetzt im Unschärfebereich auch noch stärkere Werte einsetzen. Möchte man extreme Unschärfe. Ich habe jetzt einen Wert von 3 eingegeben. Man merkt schon, das dauert ein wenig länger zu rendern. Es bleibt aber alles im Sekundenbereich. Genau, jetzt haben wir wieder den Aschenbecher scharf und den Rest unscharf. Ich kann das gleiche nochmal machen mit dem Barkeeper. Erhalte wieder das scharf. Ein weiteres Feature, was ich implementiert habe, ist das Rendern eines Bokeh-Effekts. Bokeh-Effekte sind helle Lichtpunkte, die sich in der Abbildung auf die Filmebene als starke Unschärfekreise wiedergeben. Diese können wir auch noch in ihrem Effekt verstärken, wenn wir künstlerisch zum Beispiel tätig sein möchten und das Ganze soll noch stärker aussehen. Sehen wir, dass jetzt dieser Bokeh-Effekt verstärkt wird. Das Ganze kann ich natürlich auch im Vordergrund wieder einstellen. Gehe ich nochmal auf den Fokus von dem schlafenden Menschen und sehe jetzt, dass auch hier die Bokehs erscheinen. Wenn ich das Ganze auf inaktiv setze, sehen wir auch den Vorher-Nachher-Unterschied. Jetzt sind sie weg und jetzt kommen sie gleich wieder und so kennt man das eigentlich aus Bildern, welche eine gute Qualität aufweisen. Genau. Natürlich kann man diese ganzen Effekte, ich setze jetzt mal die Unschärfe wieder etwas runter auf 3,4, können wir diese Effekte natürlich auch deaktivieren und wieder aktivieren
und kombinieren wie in After Effects. Ich kann jetzt zum Beispiel den Hue und Saturation Effekt zusätzlich hinzufügen und kann auf dieses recht unscharfe Bild auch noch Farbkorrektur anwenden oder die Helligkeit optimieren. Ich habe auch die Möglichkeit, die Reihenfolge der Effekte zu vertauschen. Das geht mit indem man das Mausrad hält, mittels Drag and Drop. Sehen wir, dass der Effekt vorher angewendet wird. Genau, ein weiterer Vorteil dieser Implementierung ist, dass sämtliche Parameter, wie man es aus Maya kennt, keyframebar sind. Also ich könnte jetzt zum Beispiel die Focus Distance keyframen mit Z-Key. Ich kann das generell auch mit einer Expression verbinden. Ich könnte ein kleines Skript da reinschreiben, welches mir die Focus Distance errechnet bei einer Kamerafahrt zu einem bestimmten Objekt, etc. etc. Jeder Wert ist keybar. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Ganze nicht nur Preview-mäßig läuft. Ich kann auch, ich mache das jetzt mal übertrieben, ich kann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt die Szene noch einmal rendere, dann werden diese Änderungen direkt in den Renderprozess integriert. Das mache ich einmal. Das dauert jetzt wieder 5 Minuten. Ich werde das Ganze wieder vorspulen, dass Sie jetzt nicht so lange warten müssen. So, es sind jetzt wieder fast 5 Minuten vergangen. Das Rendering befindet sich gerade bei den letzten Prozenten. Und wenn Mental Ray abgeschlossen hat mit dem Rendern, werden Sie sehen, dass direkt danach die 2D-Filter angewendet werden. Noch im Rendering-Prozess von Mental Ray. Der große Vorteil bei der Sache ist, das Ganze ist dann Batch-Rendering fähig. Sie könnten theoretisch Ihren ganzen Film fertig mit Color Correction und Depth of Field herausrendern, ohne überhaupt noch einmal in After Effects zu gehen. Natürlich nur, wenn Ihnen diese kleine Filtersammlung ausreicht. So, fertig gerendert, der Effekt ist wieder angewandt und ich kann jetzt sofort weitermachen, wieder Manipulationen durchführen, Effekte löschen. Ich könnte jetzt wieder erneut rendern und genau dasselbe Resultat würde bei herauskommen. Genau. Wieso das Ganze? Ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit zu diesem Thema. Diese Entwicklung ist Teil auch meiner Masterarbeit. Und ich stelle die wissenschaftliche Frage, ob und inwiefern es möglich ist, Post-Production mit der eigentlichen 3D-Production zu vereinen. Was Sie jetzt hier gesehen haben, ist natürlich nur ein Prototyp. Für die richtige Verwendung fehlen natürlich noch einige Filter. Hier und da müsste noch ein bisschen korrigiert werden. Aber ich hoffe, ich konnte Ihnen ein Gefühl für meine Idee vermitteln. Dieses Plugin stelle ich Ihnen natürlich auch zur Verfügung. Es gibt noch ein kleines Videotutorial, wie man es installiert. Natürlich auch mit Download-Link. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen kleinen Fragebogen beantworten würden, weil das wäre für mich sehr wichtig, eine kleine Bedarfsanalyse zu machen. Generell stelle ich in diesem Fragebogen auch die Frage, ob Sie die Integration von Post-Production in Maya überhaupt für sinnig halten, ob Sie glauben, dass Sie damit Zeit sparen könnten. Ich persönlich bin schon der Meinung, dass es in einigen Szenarien sehr sinnig sein kann. Zum Beispiel, ich habe hier am Anfang 3 Fragen gestellt. Ist es möglich, ein schnelles Preview zu erzeugen? Und da denke ich ja, weil manchmal möchte ich einfach wissen, wie wirkt ein Bild, wenn ich die Sättigung herausnehme. Ich muss es ja nicht rendern, aber ich habe die Möglichkeit, schnell dieses Preview zu erzeugen. Dann natürlich, Maya oder Mental Ray an sich bieten keinen Depth of Field Filter an, also schon, aber einen 3D-basierten, der sehr, sehr lange Renderzeiten braucht. Hiermit haben wir natürlich die Möglichkeit,
wenn wir zum Beispiel kein Post-Production-Programm haben, sehr schnell diesen Effekt, wie Sie hier sehen, hinzuzufügen. Der dritte Use Case natürlich in der Lehre, wenn man After Effects überhaupt nicht vorhat zu verwenden, aber dennoch ein paar kleine 2D-Optimierungen vornehmen möchte, denke ich, dass man hier eine sehr gute Möglichkeit hat, dies zu tun. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn Sie an meinem kleinen Fragebogen teilnehmen würden und diesen ausfüllen würden. Das sind nicht viele Fragen. Das sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Ja, recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Testen meiner Entwicklung.